Ja, so sieht das aus, wenn es beim Fliegen keine Echtzeitsteuerung gibt. Man landet meistens einfach nicht da, wo man will. Genau so ist übrigens die aktuelle Lage, wenn man Medikamente gegen Krebs oder Viren herstellen will. Wir denken, dass die Lösung hier ebenso in der Echtzeitsteuerung liegt. Um zu zeigen, dass dieses Prinzip auch in der Bioproduktion funktioniert, brauchen wir jetzt eine Pre-Seed-Finanzierung. Papa, was hat das jetzt eigentlich genau mit Licht zu tun? Also die Zellen, die man für die Herstellung von diesen Medikamenten braucht, die kann man lichtempfindlich machen mit so kleinen Fotoschaltern. Und wenn man die mit Licht bestrahlt, dann kann man in der Zelle alles Mögliche anschalten und ausschalten. Wir sind Ningalu Biosystems aus Köln. Das ist der Herbert Müller-Hartmann, ich bin der Hans-Martin Schmidt. Wir sind beide Molekularbiologen. Ich habe jahrelang in der Forschung und Entwicklung von Biotechnologieunternehmen gearbeitet. Und ich habe in den letzten 10, 12 Jahren noch Erfahrung gesammelt in der biopharmazeutischen Industrie, größeres Unternehmen, und viel gelernt über die Herausforderungen, die es gibt bei der Herstellung von neuen Medikamenten. Also der Grundgedanke ist, eine Technologie, die in der Neurobiologie schon erfolgreich eingesetzt wird, auf die Bioproduktion zu übertragen. Nämlich, dass man Zellen mit Licht steuern kann und auf diese Art und Weise eben hervorragend neuartige Medikamente herstellen kann. Was uns daran am meisten motiviert, ist die Möglichkeit, ganz neue Therapien für viele, viele Menschen zur Verfügung stellen zu können. Ja, also ich glaube, wir beide sind nicht die geborenen Verkäufer, aber wir haben natürlich Industrieeinblicke und wissen, wie die Herausforderungen in der biopharmazeutischen Produktion sind. Und wir haben auch schon in verschiedenen Gesprächen mit Experten klären können oder bestätigen können, dass es einen großen Bedarf gibt für solche Technologiedurchbrüche, die es ermöglichen, einige der spannendsten und neuesten Wirkstoffklassen produzieren zu können. Ja, zum einen haben wir beide jahrelang in Biotechnologie-Startups schon gearbeitet. Das heißt, aus der Zeit stammt auch eine ganze Menge Netzwerk, das wir jetzt mit der Ningalu auch schon einsetzen. Aber wir haben auch ganz neue Kontakte aufgebaut, also zum Beispiel mit Industrieunternehmen oder auch Universitäten. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt schon ein Projekt zur Herstellung eines neuartigen Medikaments gegen Krebs begonnen haben. Ja, was zeichnet uns aus? Wir sind ja in Nordrhein-Westfalen, also das heißt in unserem Fall, ich bin Westfale, der Herbert ist Rheinländer, den man ja unter anderem auch, glaube ich, Frohsinn und so allerlei anderes nachsagt. Ich würde das aber mal so formulieren, die Fähigkeit auf sehr schnelle Art und Weise ungewöhnliche Lösungen zu finden, das ist auf jeden Fall was den Herbert auszeichnet. Ja, dann kann ich das ja nur umdrehen. Hans-Martin ist jemand, der sich gerade in neue Themen sehr detailliert einarbeiten kann, sehr tief reingehen kann und sehr festbeißen kann, würde ich fast sagen. Und das ist eine ganz klare Stärke von Hans-Martin. Ich glaube, er spielt jetzt auch sowas wie westfälische Sturheit an. Ja, das Team, das sind im Moment wir beide und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir uns schon sehr lange und gut kennen. Wir haben schon im ersten Semester, in der ersten Vorlesung nebeneinander gesessen und kennen uns seitdem. Die Themen, die wir jetzt bearbeiten, haben wir inzwischen, glaube ich, ganz gut aufgeteilt. Ich kümmere mich mehr so um die business-administrative Seite, um Finanzplan und Investorengespräche, aber auch natürlich um mein Netzwerk im Bereich Biopharmaproduktion, während Hans-Martin mehr so die technischen Sachen bearbeitet. Genau, also was mit Forschung und Entwicklung zusammenhängt, mit Prototypenbau, sozusagen die eher praktischen Aspekte, das, was man mit den Händen so anstellt, aber eben auch Kontakte zu Universitäten, das ist eher so mein Bereich. Aber da gibt es eben auch viele Sachen, die eben die Firma als Ganzes betreffen, wo wollen wir eigentlich damit hin, das ist was wir grundsätzlich immer gemeinsam entscheiden.
ja, natürlich total professionell. Und in meinem Fall völlig emotionslos. Das ist auch Bioproduktion.